Thank you for coming. I think you slept well last night in the bus. Too much well. Too much well. And you are fit to go to sea with an old sailing vessel. We have a few hours with no wind, so you can learn something about the boat, how to handle it, before you can find your place, where to live and to sleep. And then the wind comes. Today, 12 o'clock, maybe 12:30, from the right direction. And then we have the sails up and then we sail southwards. My name is Hartwig. Hartwig. I am the skipper here on board. But I'm not very important. You are more important. You have to sail the ship. You have to steer. You have to navigate day and night. You have to cook. You have to eat. You have to clean the kitchen. You have to polish our bell. And you have to write some words in our book. You have to sleep, yes. You have to sleep sometimes. And to pray. And to pray, yes. So, the crew is there. Lena. Hi, That's Lena. Lena. She advised you what to do. Her word is law. Definitely. Jörg, second mate. And Till. Till. And Till. And Lena and Till and me a little bit explain you what to do and how to sail. But it's your journey. And we try to find out what is your idea and what you want to see and to, was heißt erleben? Experience. Yes? And so come to us with your ideas. When you said, yes, we want to sail under the stars, I try to make it if it's possible. Genau, nimm die mal ab. Dann baust du das Schild wieder an, lass die einfach liegen und die anderen anlegen. Entschuldigung. Einfach erstmal hinpacken. Übernehme ich auch. Zeig uns den Ball. Momentan macht es Schluss. Just that's what peak is to go up until the foremost end, which is called I go off, and when I reach the shortage up there, and I take one of them on the other side and then the other. Wir waren Mittwoch im Klettergarten, Ja, deswegen kennen kann Sie man das nicht alles. oft genug sagen. Nein, nee, ich weiß nur, ich meine, das ist, wenn Sie jetzt, haben Sie schon mal eine Vorstellung von gehabt? So, but Okay? Yeah, looks good. Yeah, looks amazing. You're like natural talent. No, I'm born in the sea. Yes, yes, yes. It doesn't have to be on same size. Step out. They have to? Yes, It's okay? they are right. it's the first time, so Nearly right. Okay, I'm trying. you will learn. Shall I lend your hand? Your hand is not big enough. It's very heavy. Really? Okay, let me go over. You can, Sally, perhaps you can hold it. Sally can help you just move your hand.
So, good morning. I hope you slept well last night. The Yes, motor thank was you. running all the time. Boom, 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 boom. It's a perfect sound for perfect dreams, for a good night. I hope you had a good night. We are now on the second biggest Danish island. This is an island. 50 kilometers and 50 kilometers. roundabout. And the name of the island is Fynen. Fynen. And we are now on the north coast of this island in a little town, and the name of this town is Bogensee. Bogensee. In the winter it is a sleeping town, and in the summer many tourists, sailing boats are coming here, so it's a busy town in the summer. Now it's summer. The word you have to learn in Danish is thank you. It means in Danish tak. Tak. Guten Tag. Ohne guten. Without good. Tak. Without Tak. good. Thank you in Yeah. Danish. Tak. Yeah, Tick tack. It's Without tick. Without tick. Tick tack. When you want to say many thanks, you say mange tak. I think tack. No. And tak, 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 and tak, tak. No, it's different. Oh, tuk tuk is something different in this. What it is? I'll tell you later. And you should know that Denmark is a kingdom. They have a queen on top of their country, and the name of the queen is Margarete. Margarete. Like the drink. Margarita. Yeah, margarita. I drink coffee and milk. And a half spoon of honey. Yes, and a half. So, für die you sind should das alles so know andere Tak, Töne, das Mange ist so Tak, easy. and Margarete. And I can tell you what means I love you and these things, but it's not necessary for the next hours. English. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. And now in your language. Okay? טוב, עכשיו בשפה שלנו. איזה כיף לי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למיכאל. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת למיכאל. חג לא שמח וזה לא בוער, היום יום הולדת למיכאל. עכשיו בגלל. Ich glaube ja. Diese konnten nicht. Keiner hat geguckt. Wer ist nicht da? Martin und Tim. Du hast auch gefragt eben mit Tim, ne? Oder? Ja. Aber wie war das Wochenende, die ganze Familie, ne? Sagte Rasmus doch. Wenn in der Bude hast geguckt? Was? Und in der Bude hast geguckt? Keiner hat geguckt. Kommen alle da? Ich so, ja, weiß nicht. Er so, ja oder ja? Ich so, ja. Wer hat dich gefragt? Er fragt so, ja oder ja? Ich so, ja, weiß ich nicht. Ja oder ja? Ich so, ja. Hauptsache mein Vater ist nicht da. Als Mann verdreht. Hast du gesagt, die sollen losfahren? Den will ich mit haben. Ich bin runtergegangen zum Easy jetzt. Spaß, ey. Zum Glück ist das jetzt noch aufgefallen. Ja, zum Glück. Schön auf 100 Kilometer draußen. Ja. Hier, wie geil. Hier die Korngabe.
Messi! Das ist ja wohl unglaublich. Okay. Thank you very much. Thank you. Habt ihr mit Absicht gemacht, Martin? Ja, eigentlich aus die armen Schüler. Pipilotta ist ein sogenanntes Traditionsschiff, ein fast 80 Jahre altes Schiff, was damals für die Fischerei als Logger gebaut worden ist. Und seit 20 Jahren sind wir mit jungen Leuten oder meistens mit jungen Leuten unterwegs und machen Turns auf der Ostsee. Dabei geht es nicht nur darum, das Schiff und die Natur zu erleben und die Länder, die wir eventuell anlaufen, sondern es geht auch ganz entscheidend darum, dass wir die traditionelle Seemannschaft lernen. Das heißt, jeder ist Funktionsträger innerhalb der Crew und hat etwas zu tun, von Steuern bis Navigieren. Und natürlich auch von Kochen bis Abwaschen, alles was dazugehört, wird von allen reihum gemacht. Der Name ist natürlich auch ein bisschen Programm. Pippi Langstrumpf kennt ja doch jeder irgendwie, hat es gelesen oder die Filme gesehen. Es ist nun nicht so, dass wir hier die Welt immer auf den Kopf stellen, aber es ist schon so, dass wir öfter mal ganz bewusst Leute etwas anderes machen als das, was sie normalerweise machen. Als kleines Beispiel vielleicht, die Jungs kommen erstmal in die Küche und sollen sehen, wie man Kartoffeln schält und Kaffee kocht, und die Mädchen kommen mit unserer Maschinistin dann in den Maschinenraum und lernen mal ein bisschen den Tagestank mit Diesel zu befüllen und die Fettpresse nachzufüllen und zu betätigen und so weiter. Aber ansonsten geht die Arbeit reihum. Wir sind mit dem Schiff meistens hier auf der Ostsee unterwegs, in den nahegelegenen Inseln Dänemarks und Deutschlands. Und das Thema der Reise ist also nicht nur das Schiff kennenzulernen und das Handling des Schiffes kennenzulernen, sondern eben auch ein bisschen Land und Leute zu erleben, die Städte, in denen wir sind, die Landschaft und das, was wir halt dort vorfinden. Gerne gehe ich mit den jungen Leuten auch ins Schifffahrtsmuseum nach Marstal zum Beispiel und erzähle anhand der Objekte, die wir da vorfinden von damals. Da wird auch gerade ein sehr schönes altes Schiff restauriert. Einmal im Jahr, in den Sommerferien meistens, machen wir eine größere Reise, eine Sommerreise. Jetzt kommen wir gerade zurück von einer kleinen Nordsee-Rundtour, die uns nach Schottland gebracht hat und zu den Orkney-Inseln. Und eigentlich wollten wir auch noch nach Norwegen einen Abstecher machen, aber Wind und Wetter hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt sind wir auf dem Heimweg und werden in Kürze wieder in Kappeln, unserem Ausgangshafen, eintreffen. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, vor über 30 Jahren, zu dieser Segelei mit den alten Schiffen gekommen. Eigentlich bin ich Buchhändler von Beruf und mache das auch immer noch. Meine beiden Brüder sind auch Buchhändler, also es ist so eine Art Familientradition. Und ich habe wohl zu viele Seefahrerromane gelesen und zu viele Abenteuerberichte von der Schifffahrt, und irgendwann habe ich dann meinen Beruf an den berühmten Nagel gehängt und habe dann angefangen, mit solchen alten Schiffen und meistens mit jungen Leuten zu segeln. Pipilotta hat als sogenanntes Traditionsschiff auch eine ganze Reihe von technischen Auflagen zu erfüllen. Also wir sind kein Piratendampfer, der nun irgendwie durch die Gegend saust hier, sondern wir sind natürlich auch einen ganzen Haufen von Regeln unterworfen. Und alle 2 Jahre haben wir hier eine Art Schiffstüv und da werden die technischen Einrichtungen und alle anderen Dinge, die wichtig sind, geprüft, und dann bekommen wir wieder eine Zulassung. Außerdem ist das Schiff auch als Jugendunterbringungsstätte zertifiziert, weil wir eben viel mit jungen Leuten unterwegs sind. Es ist ganz wichtig, dass die Lehrer zum Beispiel, die eine solche Klassenfahrt organisieren, wissen, aha, da bin ich mit jungen Leuten gut aufgehoben, da hat man Platz, um zu spielen oder zu lesen, oder die Crew ist auch
erfahren, um mit jungen Leuten anständig und interessant umzugehen. Graue. Wer zieht am Grau? Ja. Hey, Rasmus! Wie machen wir hin? So, dear friends, this little tour is over. 2 days with rough sea, with calm weather, with rainy weather, with sun, and windless times. We have seen Denmark from the very north, from Skagen to the very south, to Sønderborg. Thank you for coming with us through this little tour. Thank you for steering the ship through the night, through the day. More or less straight ahead, sometimes like this. That's zigzag of the road. Thank you for cooking and making the meals and the dishes afterwards. The man. Was? The man. The man. Also, yeah, okay. I haven't seen him. Me too. Yes, stimmt, das was normally this is work for the men. And it was my idea to show you a little bit about sailing of traditional sailing vessels. The time was too short. We have to go on a longer tour. So next time when you come, we will sail minimum 1 week, better 2 weeks. Yes. To England or to Norway.
Einmal zum Nordkap und zurück. Nee? Yeah, we come to Israel. Aber nur mit ein paar Außenbordteile. Yes, aber no. Nur mit der Außenbordtoiletten anbaut. Yes, I want to say a thank you to Joe Russer and his team for organizing this trip, for making it possible. For being there day and night and have an eye on everything, that everything works perfect. And for sure also a big thank you very much to my crew. Till. What is a captain without crew? It's like a house without roof. Ja. So, I wish you some more interesting days. Lena? No, thank you for... Und Jörg? Hab ich doch Lena gesagt. Aber Jörg vergessen. Hab ich einen vergessen? Ja. Lena, Crew sag Lena. und dann Hotel. Ich bin für Lena. Ah, ja, vergessen Lena. Er kann noch rot werden. Unser Captain ist gerade You are the internet generation. So in a few days, maybe in a few weeks, you will find maybe a little film about this tour. Our film. Filmmaker. But I checked the film before. So. Okay, I want to say goodbye to you, but before you enter the bus, I want to shake everyone the hand. No one is leaving the ship without giving the captain the hand. That's a rule. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag. Und den Mann.